Ein neuer Job in Deutschland. Kapitel 1. Der erste Morgen. Lukas Weber wachte auf, noch bevor der Wecker klingelte. Es war Montagmorgen, 6:30 Uhr. Draußen war es noch ein bisschen dunkel, aber am Himmel konnte man schon ein helles Blau sehen. Die Stadt wurde langsam wach. Irgendwo auf der Straße fuhr ein Bus vorbei und aus einer Wohnung im Haus hörte man leise Musik. Lukas blieb noch einen Moment im Bett liegen und sah an die Decke. Heute war kein normaler Montag. Heute war sein erster Arbeitstag in einer neuen Firma. Er hatte lange nach einem guten Job gesucht, viele Bewerbungen geschrieben und mehrere Gespräche geführt. Vor 2 Wochen hatte er endlich die Zusage bekommen. Die Firma hieß Nordblick Media und lag in Hamburg, nicht weit vom Hafen. Lukas sollte dort als Marketingassistent arbeiten. Er freute sich auf die neue Aufgabe, aber gleichzeitig war er nervös. Neue Menschen, neue Regeln, neue Aufgaben. All das wartete auf ihn. Er setzte sich langsam auf und atmete tief ein. Heute beginnt etwas Neues, sagte er leise zu sich selbst. Dann stand er auf und ging ins Bad. Während er sich die Zähne putzte, dachte er an das Vorstellungsgespräch zurück. Die Chefin, Frau Stein, hatte freundlich gewirkt. Sie hatte ihm viele Fragen gestellt, aber nie streng oder kalt. Besonders gut erinnerte er sich an einen Satz von ihr. Wir suchen jemanden, der lernen möchte und gut im Team arbeiten kann. Dieser Satz hatte Lukas Mut gemacht. Er wusste, dass er nicht alles perfekt konnte, aber er war bereit zu lernen. Nach der Dusche ging er in die Küche. Auf dem Tisch lag schon seine Tasche. Er hatte sie am Abend vorher vorbereitet, damit er am Morgen nichts vergessen würde. In der Tasche waren sein Laptop, ein Notizbuch, 2 Stifte, sein Portemonnaie und eine kleine Flasche Wasser. Neben der Tasche lag ein Briefumschlag mit seinen Unterlagen: Arbeitsvertrag, Ausweis und Steuerinformationen. Lukas machte Kaffee und bereitete ein einfaches Frühstück vor. Er aß ein Brötchen mit Käse und schnitt einen Apfel in kleine Stücke. Normalerweise hörte er morgens Nachrichten, aber heute ließ er das Radio aus. Er wollte Ruhe haben. In seinem Kopf waren schon genug Gedanken. Was, wenn ich zu spät komme? Was, wenn ich die Namen der Kollegen vergesse? Was, wenn ich eine Aufgabe nicht verstehe? Er nahm einen Schluck Kaffee und schaute aus dem Fenster. Unten auf der Straße gingen Menschen zur Arbeit. Einige liefen schnell zur Bushaltestelle, andere fuhren mit dem Fahrrad. Alles sah normal aus. Für die anderen Menschen war es ein Montag wie jeder andere. Für Lukas war es der Anfang eines neuen Kapitels. Nach dem Frühstück zog er sich an. Er hatte lange überlegt, was er am ersten Tag tragen sollte. Am Ende entschied er sich für ein hellblaues Hemd, eine dunkle Hose und bequeme Schuhe. Es sollte ordentlich aussehen, aber nicht zu formell. Dann stellte er sich vor den Spiegel. »Du schaffst das«, sagte er. Es klang ein bisschen komisch, aber es half. Bevor Lukas die Wohnung verließ, kontrollierte er noch einmal seine Tasche. Laptop, ja. Unterlagen, ja. Schlüssel, ja. Handy, ja. Er sah auf die Uhr. Es war 7:45 Uhr. Wenn alles gut lief, würde er um 8:30 Uhr im Büro sein. Sein Arbeitsbeginn war um 9 Uhr. Er wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Im Treppenhaus traf er seine Nachbarin Frau Möller. Sie war eine ältere Dame, die im 2. Stock wohnte. Sie trug gerade eine kleine Tüte mit Brötchen. »Guten Morgen, Herr Weber«, sagte sie freundlich. »Guten Morgen, Frau Möller«, antwortete Lukas. Sie sah sein Hemd und seine Tasche. »Sie sehen heute sehr offiziell aus. Gibt es einen besonderen Anlass?« Lukas lächelte. »Ja, heute ist mein erster Tag in einem neuen Job.« »Oh, das ist ja wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Start.« »Vielen Dank. Ein bisschen nervös bin ich schon.« Frau Möller nickte verständnisvoll. »Das ist normal. Aber wissen Sie, meistens sind die ersten Minuten schlimmer als der ganze Tag.« Lukas lachte leise. »Das hoffe ich. Seien Sie einfach freundlich und hören Sie gut zu. Dann wird alles gut.« Diese einfachen Worte blieben Lukas im Kopf, als er das Haus verließ. Freundlich sein und gut zuhören. Das klang nach einem guten Plan.
Draußen war die Luft frisch. Es hatte in der Nacht geregnet und die Straße glänzte leicht im Morgenlicht. Lukas ging zur U-Bahn-Station. Auf dem Weg sah er einen Bäcker, aus dem es nach frischem Brot roch. Früher hätte er vielleicht noch einen Kaffee gekauft, aber heute wollte er keine Zeit verlieren. An der Station warteten schon viele Menschen. Einige schauten auf ihre Handys, andere trugen Kopfhörer. Eine junge Frau las ein Buch. Ein Mann im Anzug telefonierte leise. Lukas stellte sich an den Rand des Bahnsteigs und sah auf die Anzeige. U3 Richtung Innenstadt. 3 Minuten. Er war pünktlich. Das beruhigte ihn. Als die Bahn kam, stieg Lukas ein und fand einen Platz am Fenster. Die Bahn fuhr los. Häuser, Straßen und kleine Geschäfte zogen an ihm vorbei. Während der Fahrt öffnete Lukas noch einmal die E-Mail der Firma. Darin standen die wichtigsten Informationen für den ersten Tag. Willkommen bei Nordblick Media. Bitte melden Sie sich um 8:45 Uhr am Empfang. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Stein. Wir freuen uns auf Sie. Lukas las die Nachricht zweimal. Dann steckte er das Handy wieder in die Tasche. Er wollte nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen. Stattdessen beobachtete er die Stadt. Hamburg war an diesem Morgen lebendig, aber nicht hektisch. Menschen gingen zur Arbeit, Lieferwagen hielten vor Geschäften und über den Dächern sah man helle Wolken. Lukas mochte diese Stadt. Er war hier geboren, aber trotzdem hatte er manchmal das Gefühl, immer wieder neue Seiten von ihr zu entdecken. Nach etwa 20 Minuten stieg er aus. Von der Station bis zur Firma waren es nur noch 10 Minuten zu Fuß. Der Weg führte durch eine breite Straße mit modernen Bürogebäuden. In einigen Fenstern brannte schon Licht. Vor einem Café standen 2 Menschen mit Kaffeebechern und unterhielten sich. Lukas wurde wieder nervöser. Je näher er der Firma kam, desto schneller schlug sein Herz. Was sage ich am Empfang? Soll ich einfach »Guten Morgen, ich bin Lukas Weber« sagen? Oder klingt das zu direkt? Er blieb kurz vor einem Schaufenster stehen und sah sein Spiegelbild. Das Hemd saß gut, die Tasche hing ordentlich über seiner Schulter. Alles war in Ordnung. Es gab keinen Grund, sich zu viele Sorgen zu machen. Trotzdem spürte er die Aufregung. Dann sah er das Gebäude. Es war größer, als er es in Erinnerung hatte. Über der Glastür stand in weißen Buchstaben »Nordblick Media«. Durch die Fenster konnte Lukas einen hellen Empfangsbereich sehen. Eine Frau saß hinter einem großen Schreibtisch. Daneben standen mehrere Pflanzen. Alles wirkte modern und ruhig. Lukas blieb einen Moment vor der Tür stehen. Er dachte an die letzten Monate, an die Bewerbungen, an die Absagen, an die Unsicherheit. Es hatte Tage gegeben, an denen er nicht mehr sicher gewesen war, ob er wirklich bald eine gute Stelle finden würde. Jetzt stand er hier, vor seinem neuen Arbeitsplatz. Er atmete tief ein. Dann öffnete er die Tür. Im Empfangsbereich war es warm und hell. Die Frau am Empfang hob den Kopf und lächelte. »Guten Morgen«, sagte sie. Lukas lächelte zurück. Seine Stimme war zuerst etwas leise, aber dann sprach er klarer. »Guten Morgen. Mein Name ist Lukas Weber. Heute ist mein erster Arbeitstag.« Die Frau nickte freundlich. »Willkommen, Herr Weber. Frau Stein weiß schon Bescheid. Sie können dort kurz Platz nehmen. Ich sage ihr, dass Sie da sind.« Lukas bedankte sich und setzte sich auf ein kleines Sofa neben dem Fenster. Seine Hände lagen auf der Tasche. Er hörte Telefone, Schritte und leise Stimmen aus dem Büro. Alles war neu, aber nicht unangenehm. Nach wenigen Minuten öffnete sich eine Tür. Eine Frau mit kurzen, dunklen Haaren kam heraus. Lukas erkannte sie sofort. Frau Stein. »Herr Weber, schön, dass Sie da sind«, sagte sie. Lukas stand auf. »Guten Morgen, Frau Stein. Ich freue mich, hier zu sein.« »Dann kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen zuerst das Büro.« Lukas nahm seine Tasche und folgte ihr durch die Glastür. Hinter der Tür begann sein neuer Arbeitstag. Er war immer noch nervös. Aber jetzt war da auch ein anderes Gefühl, Neugier. Vielleicht würde nicht alles einfach werden. Vielleicht würde er Fehler machen. Vielleicht würde er am Anfang viele Fragen stellen müssen. Aber das war in Ordnung. Denn jeder neue Anfang beginnt genau so, mit einem ersten Schritt.